Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Zu Beginn gleich eine Frage. Was denkt ihr, wie alt ist diese Aufnahme, in der ich eben zur Begrüßung den militärischen Gruß ausgeführt habe? In der Zeit, in der ihr überlegt, kann ich mal kurz meine englischsprachigen Abonnenten begrüßen. Hi everybody. Sorry to disappoint you this time, but the video about my time in the German army has only a German comment so far, but the next one about Sydney has also an English one, so I hope to see you there again. Vor ein paar Tagen gab es einen Festakt zum 65-jährigen Bestehen der Bundeswehr. Dabei fiel mir ein, dass ich doch auf einer DVD noch Videomaterial habe, was ich mal vor etwa 15 Jahren habe vom Analogen ins Digitale bringen lassen. Die DVD habe ich auch gefunden und aus dem verblichenen Material ein paar Szenen herausgefiltert, die mit etwas Nachbearbeitung noch halbwegs brauchbar sind. Zwischendurch möchte ich euch einmal die Lösung der Eingangsfrage geben. Die Szene wurde vor 53 Jahren aufgenommen. Einige Jüngere, die bis jetzt drangeblieben sind, vielen Dank übrigens dafür, werden sich jetzt vielleicht fragen, womit ich das denn damals aufgenommen habe. Ihr kennt ja heute fast nur noch diese Smartphones, mit denen man eben nicht nur ordentliche Fotos, sondern auch filmen kann. Wenn wir aber jetzt 15 oder 20 Jahre zurückgehen, damals gab es ja so für das tägliche Leben diese Handys. Da konnte man zwar einfache Fotos machen, die von der Qualität her aber nicht besonders waren, und Film ging ja nun überhaupt nicht. Allerdings, wer Wert legte auf gute Bilder, der hatte eben eine analoge Kamera. Das ist so das letzte Modell in analog, was ich hatte. Davor gab es ein paar andere. Die waren ganz gut, die Bilder, aber mit Film war da auch nichts. Wenn man wirklich filmen wollte, da brauchte man damals eine Videocam, und da zeige ich euch mal ein Bild von mir im Einsatz in den 80er Jahren. Und wie ihr seht, das war also eine ziemlich klobige Angelegenheit, so eine Videocam. Und in der Anfangszeit waren sogar Rekorder und Kamera geteilt. Und ich weiß noch, ich war froh damals, dass ich nicht die erste Generation hatte, die wog nämlich 10 Kilogramm zusammen, sondern das war schon ein doller Fortschritt, dass ich da nur 6 Kilogramm zu tragen hatte. Nur natürlich in Anführungsstrichen, heutzutage undenkbar sowas, dass man sich damit abgeschleppt hat. Darum habe ich aber damals schon häufiger ein Stativ eingesetzt, wie man auch auf dem Bild sehen konnte. Der Grund, dass die Kameras damals so groß waren, lag einfach am Aufzeichnungsmedium. Die VHS-Kassette war nun mal ziemlich groß. Frage ist, was gab es denn nun aber davor? Womit habe ich also dieses Video aufgezeichnet? Nun, ich schlage vor, sucht einfach mal bei YouTube nach Videos, die sich auf Themen der 60er und 70er Jahre bei der Bundeswehr beziehen. Und ihr werdet feststellen, dass ihr fast nur Videos findet, die von der Bundeswehr herausgegeben wurden. Erstellt wurden sie in der Regel von Profis, und zwar auf die Art, wie man damals auch Spielfilme oder Naturdokus erstellt hat, nämlich mit 16 mm Material. Amateure gab es damals ja nur sehr wenige. Ich erinnere mich, dass ich in der Kompanie, soweit ich das mitbekommen habe, der Einzige war, der damals gefilmt hat. Nur ein paar Fotos wurden von einigen noch gemacht. Wenn aber doch jemand auch Videos erstellt hat und hier bei YouTube veröffentlicht hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn er einen kurzen Kommentar hier unter dieses Video schreibt und dann unten mal einen Link, dass man das auch finden kann. Normalerweise ist so ein Vorgehen ja verpönt, aber in diesem Fall wäre es eine gute Sache. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir da ein paar Leute finden würden, die auch sowas gemacht haben wie ich eben jetzt. Ja, nun aber endlich zur Auflösung. Womit habe ich nun gefilmt damals?
Das Format nannte sich 8 mm. Vorher hatte ich am Anfang auch noch normal 8. Ihr könnt sicher schon vermuten, dass die Profis hatten 16 mm und das heißt Super 8. Das heißt, die Breite dieses Films war also die Hälfte, 8 mm, daher der Name. Und man bekam also so eine Filmrolle, da sind 15 Meter drauf und die reichte für etwa 4 Minuten Filmaufnahme. Und wenn die voll war, kam halt die nächste rein, dann hat man es eingeschickt und wenn die dann wieder kam und das thematisch zusammengehörte, konnte man die eben zusammenkleben. Und wenn da halt Teile waren, die einem nicht gefielen, und dann konnte man die, und daher kommt wohl auch der Name Videoschnitt, den konnte man die wirklich schneiden. Ganz am Anfang habe ich das mit einer Schere gemacht, geht natürlich auch eine kleinere, und einfach ein Stück abgeschnitten, dass es gerade ist, und was stört, kam raus. Und später habe ich mir natürlich dann auch so etwas Eleganteres geholt, so einen Filmschneider und Hightech für die damalige Zeit eine Klebepresse, damit das eben beim Vorführen möglichst keinen Stau gibt da oder der Film reißt, wie es ja halt häufiger passierte. Jedenfalls sind so im Laufe der Jahre so etliche Filme zusammengekommen, egal ob von Olympia 1972 oder davor auch, da war ich 3 Monate in den USA, da sind auch 60 Meter entstanden. Mal sehen, habe ich auch über 30 Jahre nicht gesehen, vielleicht kann ich ja demnächst mal irgendwann wieder ein paar Szenen unterbringen. Das Problem ist nur, Dias traue ich mir zu, die selber zu übertragen, vom Analogen ins Digitale. Das ist schwierig, ich habe versucht, das mal abzufilmen, aber die Qualität wird dann noch wesentlich schlechter. Also da sollten dann eher die Profis mit speziellen Maschinen ran und dann ist es so halbwegs brauchbar. Vorausgesetzt, das Material ist noch einigermaßen, denn leider habe ich gesehen, dass so etliche dieser Filme schon recht verblichen sind. Oder es gibt eben auch diese Streifen, was ihr leider dann bei mir gleich auch im Video seht. Aber ich hoffe, es ist trotzdem noch halbwegs genießbar, jedenfalls für alle ehemaligen Kameraden. Deswegen habe ich übrigens auch den Song Alte Kameraden hier ausgewählt. Also, alles Gute und viel Spaß und bleibt gesund, Leute. Meinen 3-monatigen Grundwehrdienst habe ich ab 1. Juli 1967 in der Kaserne Gellendorf in Rheine abgeleistet. Die Ausbildungskompanie 14.1 war Teil des Nachschubbataillons 110. Damals mussten Wehrpflichtige noch 18 Monate zum Bund, wie man im Westen sagte. In der Ex-DDR musste man ja zur Fahnen. Übrigens sind mir aus Ost und West kurze Anekdoten als Kommentare sehr willkommen. Zum Beispiel, wie mir mein Spieß mal besonders auf die Nerven ging, was ich während der Feuerwache erlebt habe und so weiter. Soweit ich mich erinnere, war ich seinerzeit mit 7 anderen Kameraden, die ihr hier im Bild seht, auf der Stube. Die Luft war dann nachts, besonders im Winter, alles andere als bekömmlich. Gerade in der Anfangszeit versuchten uns Gefreite kurz vor der Entlassung mit der Frage, wie viele Tage habt ihr noch, zu ärgern. Zwischendurch gab es immer mal längere Märsche oder wir fuhren ins Manöver. Dass ich auf dem einen Bild im Wasser nicht gut zu erkennen bin, liegt übrigens an der verlangten Tarnung. Hinterher im Lager mussten die Gewehre natürlich gründlich gesäubert werden. Hat noch einer eine Vorstellung, was man dann dem Ufts meldete? G3 entladen, Patronenlager frei, Gewehr entspannt und gesichert. Nein, ich habe auch kein phänomenales Gedächtnis, eher das Gegenteil. Aber als ich wegen Corona mal wieder reichlich Zeit hatte, habe ich beim Aufräumen tatsächlich das Notizbuch gefunden, in dem ich damals alles notiert habe, was ich für wichtig hielt. Als ich bei der Musterung nach meinem Wunschtruppenteil gefragt worden war, hatte ich Versorgung angegeben. So wurde ich nach dem Grundwehrdienst ins Depot Lese-Stolzenau versetzt.
Da ich keinen Blödsinn angestellt hatte, wurde ich nach einem halben Jahr zum Gefreiten befördert. Zuvor machte ich in Münster eine Fahrschulausbildung und durfte mit dem Führerschein Klasse 2 LKWs fahren. Allerdings fuhr ich im Depot die meiste Zeit einen Gabelstapler. Eigentlich war es im Depot ein ruhiger Job. Blöd war nur, dass wegen der sogenannten brüderlichen Hilfe der Ostblockstaaten in der CSSR wegen Dubček es bei uns 1968 NATO-Alarm gab. Das bedeutete, dass wir einige Wochen lang am Wochenende die Kaserne nicht verlassen durften. Da war ich froh, als ich dann endlich mal wieder die Familie traf. Selten durfte ich auch mal in der Öffentlichkeit glänzen, wie hier am Volkstrauertag. Kurz vor Weihnachten 1968 erhielt ich meine Entlassungsurkunde.